Wieso bist du dort gegangen? Ich finde das irgendwie schwach, wenn das einem Mann passiert. Hast du vorher mit ihm geflirtet? Das ist die sogenannte Täter-Opfer-Umkehr. Also, dass ich wie der Frau die Schuld dafür gebe, dass ihr das passiert ist. Das ist so krass, wie man die ganze Zeit schaut, okay, was ist alles meine Schuld? Einfach, weil man will, dass es Sinn macht. Und wenn dann eben so Aussagen kommen von Leuten wie «Was hast du angehabt?» oder «Du hast ja selber getrunken», «Haben sie ein Kondom gehabt oder nicht?» Es ist halt wie so schwierig, dann sich davon abgrenzen und zu sagen «Nein, das war eigentlich wirklich nicht okay gewesen.» Ich habe die Schuld ganz fest bei mir gesucht. Ich habe, glaube ich, auch gehofft, dass ich so die Tat wie weniger schlimm machen kann. Dass es nicht so etwas Überwältigendes ist, was mir passiert ist, sondern dass ich irgendwo Handlungsmöglichkeiten hatte. Und habe eine lange Zeit gebraucht, um zu erkennen, dass das nicht so war. Das Victim Blaming hat dazu beigetragen, dass ich so lange gewartet habe, mich zu öffnen. Und man halt überall, jetzt unabhängig ob Mann oder Frau, Sprüche gehört hat, wenn es so Fälle gegeben hat. Und das macht es einem dann nicht wirklich einfacher, um sich zu öffnen. In der Psychologie sagt man, dass Menschen das machen, Victim Blaming, weil das ist wie eine Art Ohnmachtsabwehr. Solange sie finden, die hat sich aber so und so verhalten, das mache ich nicht. Ich nehme niemand mit nach Hause, ich ziehe mich anständig an, dann heißt das, mir kann das nicht passieren. Und das stimmt nicht. Ich kann das so nicht verhindern. Zusätzlich ist es auch wirklich meines Erachtens das Werkzeug vom Patriarchat, dass man die Frauen zu Täterinnen macht und so von der Tat ablenkt. Du musst mir nicht als erstes sagen, was ich vielleicht falsch gemacht habe oder warum was der für schlimme Geschichten erlebt hat in seiner Kindheit und darum ist er vielleicht so geworden. Mit dem musst du nicht anfangen, wenn ich dir so etwas erzähle. Ich glaube, eine mega schöne Reaktion, auf wenn jemand so etwas teilen möchte oder auch wenn Flashbacks passieren, ist einfach, wenn man zulässt und nachfragt, was brauchst du gerade, was kann ich dir geben, was kann ich für dich machen. Das erste Mal eigentlich richtig erzählt war, als ich in der Küche gestanden bin, daheim. Und dann hat die Mama gefragt, hey, willst du noch ein Glas Wasser? Und ich habe gesagt, nein. Und dann hat sie mir aber gleich ein Glas Wasser gegeben und hat gesagt, da ist noch dein Wasser. Und ich bin im Kühlschrank gestanden und ich habe das Wasser gesehen und es war 3-4 Monate nach der Vergewaltigung. Und ich habe einfach in den Kühlschrank reingelangt und ich habe alles rausgeschmissen und habe einfach geschaut, ich habe Nein gesagt. Und dann bin ich richtig zusammengebrochen und habe es zum ersten Mal erzählt. Und sie hat dann gesagt, egal was dir passiert ist, es gibt Hilfe. Wir werden zu dir schauen und du wirst wieder okay sein. Und das ist genau das, was es braucht. So diese Form von Antwort, so egal was passiert ist, egal ob du kurze Hosen angehabt hast oder betrunken bist oder whatever happened, wir werden Hilfe suchen und du wirst wieder okay sein.